Hallo, mein Name ist Jens Minnerup, ich bin Neurologe. Ich bin Direktor der Klinik für Neurologie an der Universitätsklinik in Lübeck. Mein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt, das sind die neurovaskulären Erkrankungen und hier auch vor allem die seltenen Ursachen und die entzündlichen Ursachen von Schlaganfällen, unter anderem auch die ZNS-Vaskulitis. Ja, das Spektrum der Differentialdiagnosen der ZNS-Vaskulitis ist wahnsinnig breit und auch extrem schwierig, wenn man sich das anschaut. Das liegt auch daran, dass die ZNS-Vaskulitis ja nicht eine einzelne Krankheitsentität ist, sondern so unterschiedlich sich manifestieren kann. Und dementsprechend sind auch die Differentialdiagnosen so unterschiedlich. Sie geht von den Differentialdiagnosen des akuten Schlaganfalles bis hin zu den vielfältigen Differentialdiagnosen entzündlicher ZNS-Erkrankungen. Und die häufigsten Fehldiagnosen sind sicherlich, wenn wir auf die Großgefäßvaskulitiden schauen, die Arteriosklerose, die ja insgesamt viel häufiger ist. Sicherlich auch das RCVS, das reversible Vasokonstriktionssyndrom. Und dann muss man aber auch sagen, viele, viele andere mehr. Ja, die PACNS, die ZNS-Vaskulitis hat ein wahnsinnig großes Spektrum an Differentialdiagnosen und dementsprechend groß ist auch die Diagnostik, die wir brauchen, und umfangreich. Sie muss aber auch gezielt sein. Der erste Schritt ist sicherlich hier die gute Anamnese, die oft schon hilft, wichtige Differentialdiagnosen herauszufinden. Zum Beispiel die Frage nach vaskulären Risikofaktoren, die dann in Richtung Arteriosklerose leitet, aber zum Beispiel auch typische Triggerfaktoren für ein Vasokonstriktionssyndrom, die dann eben in diese entsprechende Diagnose Richtung weisen. Neben der Anamnese ist der weitere wichtige Baustein die Bildgebung, sowohl die Darstellung der Gefäße, die uns ganz unterschiedliche Differentialdiagnosen erleichtert zu stellen, und aber auch die Parenchym-Bildgebung, die oft nicht ganz spezifische, aber typische Befunde der Erkrankung selbst, aber auch von wichtigen Differentialdiagnosen zeigt. Und dann ein weiterer wichtiger Baustein, das ist die Liquor-Diagnostik. Die ist nicht eindeutig und nicht 100% spezifisch, aber sie hilft einem auch, gerade auch in der Abgrenzung von entzündlichen Erkrankungen, die auch zu Vaskulitiden führen können. Die Wichtigkeit der Differentialdiagnose liegt darin, dass die PACNS, also die ZNS-Vaskulitis, ja eine spezifische Therapie braucht, eben einen Cortisonpuls in der Regel, und dass diese Therapie bei anderen Erkrankungen eben schaden kann. Deswegen müssen wir die Differentialdiagnosen im Auge haben. Die werden wiederum ganz anders behandelt, also um diese richtig zu behandeln und auch keine Fehlbehandlung zu machen, ist die Differentialdiagnostik bei dieser Erkrankung so wichtig. Und es handelt sich auch oft um sehr langfristige Behandlungen, von denen wir sprechen, sodass wir langfristig schaden können, wenn wir die Diagnose nicht richtig stellen und dann eben eine falsche Therapie machen.